Willkommen zurück bei Time Out Racing. Ich bin der Sven und wir begleiten Rupert Motorsport an der Dakar 2024. Wir berichten live aus den Camps täglich und zeigen euch Inhalte, die ihr sonst am Fernsehen nicht zu sehen bekommt. Wir sind in Alula, es ist der Mittwoch, 17. Januar. Für uns heute eher ein gemütlicher Tag, weil es ist eine Loop-Etappe, das heißt, wir müssen das Camp nicht verschieben. Das geht dann für uns morgen weiter. Ihr seht im Hintergrund ein Classic-Auto generell. Es hat sehr viele Ausfälle in der Klassik, bei den Motorrädern, eigentlich in allen Kategorien. Daher für mich, jeder, der schon ins Ziel fährt, ist schon ein Sieger. Es ist wirklich brutal dieses Jahr und die Ausfälle, ich habe sie nicht gezählt oder ich kann sie nicht zählen, aber für mich hier aus meiner Perspektive, es ist enorm. Wir sind heute bei X-Raid eingeladen, dank unserem Sponsor Ravenol. Finde ich eine coole Sache. Die sponsoren nicht nur kleine Teams wie wir oder nicht nur große Teams wie X-Raid, sondern auch kleine Teams wie wir. Und das hat uns die Möglichkeit gegeben, hier bei X-Raid für euch exklusive Aufnahmen zu machen. X-Raid, 20 Jahre schon im Einsatz und wir haben hier eine große Wand und die gehen wir mal zusammen durch. 2002 wurde das Unternehmen gegründet, zuerst mit BMW X5 gefahren und dann 2008 die ersten Erfolge. Ich finde das eine super coole Wand. Dann 2012 mit Mini der Sieg. Und dann geht es hier weiter und weiter. Und jetzt das Jahr zuvor, 2022, 20 Jahre X-Raid. Nicht nur die Wand ist spannend, sondern das ganze Camp und wir haben jetzt die Möglichkeit, euch das zu zeigen. Kommt mit! Alles professionell eingerichtet, alles beschriftet, ein Traum, so stelle ich mir das vor. Die 3 LKWs hier im Hintergrund, die haben etwa die gleiche Funktion. Pro Rennauto gibt es einen Service-LKW und doch sind sie unterschiedlich ein wenig und das kann ich euch jetzt zeigen. Hier hat es eine Werkbank und Reserve, Stoßdämpfer. Dann dieser LKW hat speziell das Notstromaggregat dabei und hinten alles Ersatzteile, alles zum Scannen, dass man weiß, was drin ist. Wäre noch spannend zu wissen, wie viele Teile das auf einem LKW sind. Mal schauen, ob ich das nachher später für euch noch in Erfahrung bringen kann. So, jetzt sind wir auf dem Dach vom ersten LKW. Der hat eine Box und darin sind alle Carbon-Ersatzteile verstaut. Schauen, ob der zu öffnen ist. Nein, vor allem zu schwer oder ich zu schwach. Auf dem Service LKW gibt es immer die beste Perspektive aufs Camp. Auch hier ist in einem Kreis angeordnet und alles ist in der Mitte. Dann hier dieses Gefährt haben wir bei anderen Videos auch schon gesehen. Sehr komfortabel, dass man da nicht alles von Hand rumtragen muss.
Natürlich sind auch die Mengen komplett anders. Unglaublich viele Reifen. Und ihr seht, das ist nicht derselbe LKW, es wiederholt sich einfach. Überall dieselben Ersatzteile. Perfekt. Ganz wichtig ist die Logistik von so vielen Personen. Etwa mehr als 100 Personen sind hier im Einsatz und die haben alle ihr Material dabei. Der Alessio. Und daher braucht es nur schon viel Platz für die Taschen. Jeder Platz wird genutzt, auch an der Decke. Ersatzteile. Soweit das Auge reicht, Ersatzteile. Nach Schrauben suchen, nicht bei X-Raid. Alles da perfekt angeschrieben. Ich wiederhole mich, aber ich bin begeistert. Und die, die ich persönlich kenne, ich bin Fan von diesen Kisten und alles schön sortiert. Also ich fühle mich gerade wie im Himmel. Und gleich neben X-Raid oder zusammen mit X-Raid stehen auch die Service-LKWs und die Rennfahrzeuge von Yamaha. Und da können wir auch hin. Ihr seht, oben gibt es wieder die Dachzelte. Aber dieser LKW, der hat noch was Besonderes. Zwei gemütliche Kojen für Ingenieure, dass sie da richtig schlafen können. Standheizung, alles dabei. Dieses Side-by-Side ist aktuell nicht im Einsatz, wird gerade repariert, revidiert. What's happened to the car? Ignacio, he resigned. Ah, okay. Because he was out of general ranking and he was running for the race for the win. So that's just maintenance. Oh, we go with this car to Abu Dhabi. Ah, okay. So just preparing. And prepare this for Abu Dhabi. Also ist nicht mehr im Rennen, wird aber vorbereitet für die nächste Rallye in Abu Dhabi. So viele Leute wollen ja auch was Gutes essen. Stan ist hier an der Vorbereitung. Stan, was gibt's heute? Wir haben heute wunderbaren gedämpften Basmati-Reis, Mischgemüse und gebackenes Hähnchen mit Currytomaten. Ich glaube, es wird richtig gut. Für wie viele Personen kochst du? Ich koche mit Christian zusammen für 200 Leute. Und jeden Tag. Und wann fängt eure Schicht an morgens? In der Regel 1,5 Stunden vorm ersten Auto gegen 5 und endet eine Stunde nachdem das letzte Auto reinkommt. Wie viel kauft ihr zu Hause ein und wie viel lokal? Alles was Trockenprodukte sind, wie Reis, Nudeln, alles was ungekühlt haltbar ist, wird in Deutschland eingekauft. Alles was Frischprodukte sind, wird hier gekauft. Alles was Fleisch, Gemüse und so weiter und so, Obst. Und alles von hier. Mein Helfer. Hi. Grüß dich, Christian. Grüß dich. Was machst du? Ich wasche hier gerade die Äpfel ab. Ah. Jetzt müssen wir nur Trinkwasser machen, das wir auch zusätzlich noch ranziehen müssen. Wie machst du Trinkwasser? Ich gehe in den Laden und kaufe mir Trinkwasser. Ah, okay. Genau. Dann werden die Äpfel abgewaschen, alles Gemüse wird abgewaschen nochmal. Und ja, damit sich da keiner was einfängt. Das Konzept zieht sich weiter, nicht nur das Werkzeug ist alles schön angeschrieben, sondern auch in der Küche. Die Küche ist ein ganzer LKW und der passende Anhänger dazu, wo dann eine Brücke eingebaut ist, dass man da hin und her gehen kann. Das ist auch ein spannender LKW, ist für die Renningenieure, damit die gut schlafen können. Ist dann noch ein bisschen geräumiger als der von Yamaha.
2 Betten, ein Tisch. Eine Dusche. Und hier nochmals 2 Betten. Es ist, vielleicht auf der Kamera sieht das jetzt eng aus, aber das ist also sehr komfortabel. Geräumig. Das ist der erste Drucker, den ich an der Dakar sehe. Im vorderen Bereich nochmals ein Einzelzimmer. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber 6 bis 10 Schlafmöglichkeiten sind es hier sicher. Also es hat immer so Kabinen und dann kommt hinten, ja ne, das ist die Dusche, zweite Dusche. Hier Waschmaschinen. Das ist nur für die Rennfahrer. Aber da werden täglich und von der Physio werden die Tücher gewaschen und die Anzüge von den Rennfahrern. Hier generell in diesem LKW sehr viel Material für Physio. Harry, es wird jetzt am Service-LKW gearbeitet. Was ist passiert? Wir haben Informationen bekommen, dass der LKW hier bleibt, weil der weiter noch nach Abu Dhabi zum nächsten Veranstaltung fahren soll. Und da haben wir das Auto nochmal technisch durchgecheckt und haben festgestellt, dass wir die Reifen alle 6 noch erneuern. Und das machen wir jetzt gerade rundherum. Haben wir von den anderen LKWs die Ersatzräder runtergenommen und machen jetzt die besten 6, die wir haben, auf das Fahrzeug drauf, damit er einsatzbereit ist für Abu Dhabi. Also ist nichts defekt, sondern es sind Wartungsarbeiten. Wartungsarbeiten und dass er halt quasi in einem sehr guten Zustand für die nächste Veranstaltung weiter. Was ist das für ein LKW? Das ist ein MAN 6x6, das heißt 6 Radpaare, alle 6 angetrieben mit 500 PS und 24 Tonnen zulässig dampfgemischt. Und der ist bei uns als Servicefahrzeug ausgestattet. Der hat mobile Werkstatt quasi, wo ein Mechaniker komplett unabhängig autark arbeiten kann. Also jetzt die andere Variante, einen Reifen zu wechseln, als wir das machen. Wir nehmen die komplette Felge herunter und wechseln dann am Boden. Und die machen das direkt an der montierten Felge. Der Harry hat mir erklärt, dass das, wenn man das kann, wenn man da geübt ist, dass das viel schneller geht. Das geht super schnell. Wir haben jetzt kommen noch die Infos von Yannick, der diesen LKW fährt. Grüß dich, Yannick. Grüß dich. Hey, super Fahrzeug hast du da. Erzähl mal, wie sieht dein Arbeitstag aus und wo schläfst du? Ein Arbeitstag, ja, der fängt an. In dem Bett erwache ich hier oben und sehe dann zu, dass der Platz hier ordentlich bleibt, der LKW sauber, die Kabine mal zwischendrin ein bisschen sauber machen bei dem ganzen Wüstensand. Die Männer so gut es geht zu unterstützen. Ja. Um welche Zeit fährt ihr morgens los, wenn Campwechsel ist? Das kommt jetzt drauf an. Wir haben 2 LKWs. Einer fährt irgendwann vor den Autos los, der andere bleibt bis das letzte Auto weg ist, falls wir noch was brauchen. Und dann fährt der letzte nach den letzten Fahrzeugen. Und wann ist für dich Feierabend? Ja, das kommt auf die Strecke, die wir zurücklegen müssen, am nächsten Tag ein bisschen mit drauf an. Aber der eine, der früher losfährt, geht irgendwann vor 12 in der Nacht auf jeden Fall schon mal ins Bett. Und der andere sieht zu, dass wir noch ein bisschen die Mechaniker unterstützen. Ja, das kann auch mal 2, 3 Uhr am frühen Morgen werden. Heute ein Tag ohne Campwechsel. Für uns ist das genial, mehr Zeit. Wie ist das für dich? Viel Arbeit.
Wir laden LKWs um, wir bereiten sie vor für nächste Rennen, die hier in der Nähe stattfinden. Wir wechseln Reifen an den LKWs, die nicht mehr ganz so gut aussehen, um der Gefahr aus dem Weg zu gehen, dass uns einer auf dem Weg davon fliegt. Ja, die LKW-Fahrer sind den ganzen Tag am Rennen und beschäftigt. Wir haben heute jetzt ein Upgrade im Team. Wir haben jetzt einen eigenen Kameramann, der Rudi. Das letzte Brot in Saudi-Arabien. Dann noch ein bisschen Käse, der Rest vom Trockenfleisch und dann ist unser Kühlschrank eigentlich schon wieder fast leer. Today I really felt I could compete again with the top guys and then the tower break. Something. 10 vorbei. Waren heute 370 Kilometer Sonderprüfung. Hat richtig Spaß gemacht. Am Anfang war es sehr steinig. Das war nicht so cool. Da habe ich auch ziemlich viel Zeit verloren. Weil ich mir gedacht habe, okay, bevor das mir jetzt wirklich noch auf die Goschen haut oder beziehungsweise hinhaut, nehme ich ein bisschen Speed raus. Und habe dann aber richtig guten Flow gefunden, war richtig gut dabei. Auch von den Zwischenzeiten her, was ich so gesehen habe, war ich richtig gut. Aber mir ist leider der Roadbook Tower gebrochen und ich habe dann müssen leider stehen bleiben, 3-mal, um das zu fixen mit Kabelbindern. Und das hat einfach viel Zeit gekostet. Ich habe keinen Sturz gehabt, keinen Navigationsfehler. Es war sehr staubig, es war sehr schnell, aber hat auch sehr, sehr Spaß gemacht. Die Landschaft war wirklich hammermäßig und vor allem der Endpart so zwischen den Canyons durch zum Navigieren war wirklich schwer. Finde ich aber richtig gut, da habe ich gar keinen Fehler gemacht, habe das wirklich mit Speed gehabt. Und vom letzten Checkpoint bis zum Ziel habe ich auf den Sieger von heute 12 Sekunden verloren. Also was schon wirklich stark ist, muss ich sagen. Weil man kann wirklich leicht falsch fahren. Habe ich aber richtig gut gemacht. Und von dem her, positiv, negativ, ja. Ich bin im Ziel, 2 Tage sind noch zu fahren und dann war es das auch schon wieder. Danke. Der Nasser Al-Attiyah ist ja gestern abgereist, weil er keine Lust mehr hat, mit diesem Auto zu fahren. Das ist eigentlich für mich eine komische Entscheidung, dass er das so macht, auch als Typ hätte ich jetzt nicht so eingeschätzt. Und jetzt gehen wir mal schauen, ob das Auto noch da ist oder ob die das schon eingepackt haben. Also das Auto steht noch da, aber es ist absolut still hier. Klar, es wird auch nicht gearbeitet, aber irgendwie komische Stimmung. Aber es ist verständlich. Beim Renault wird wieder kräftig geschraubt. Also sie sind heute nicht gefahren. Hab dann gefragt, was das Problem ist, und hat er gesagt, das ganze Auto. Er hofft, dass er morgen wieder fahren kann und dann sicher die letzte Etappe in Jambu. Dieser schöne Toyota ist heute auch nicht gefahren. Den hat es massiv überschlagen. Ich hoffe, der Crew geht's gut. Die Classic-Fahrzeuge sind mir gestern aufgefallen beim Eingang. Da war ich noch gar nie. Ist ein UMM, kenne ich nicht, aber lustige Form. Vielleicht kennt jemand die Fahrzeuge, kann da was darüber schreiben, gerne in die Kommentare.
Also Made in Portugal. Vielleicht das Auto oder der Fahrer. Man weiß es nicht. Oder beides. Für diesen Fahrer, für dieses Team ist die Rallye auch schon zu Ende. Die haben bereits verladen. Also da wird nur noch zugemacht und dann ist das bereit für wieder aufs Schiff zurück nach Europa. Hier nochmal der Service von BF Goodrich. Dieses Mal mit ein bisschen mehr Betrieb als in den ersten Videos, als ich da war. Reifen in allen Größen, Dimensionen, verschiedenen Fahrzeugen. Kunden kommen und gehen. Nothing in the rope, nothing rope, but there was helicopter already, so they know this thing. Also heute war eine richtig gute Stage, Auto perfekt gelaufen, haben richtig gepusht von Anfang bis Ende, Spaß gemacht. Ende, letzten 30 Kilometer, ein bisschen viel Staub gehabt, ging noch ein bisschen besser, aber zum ersten Mal so eine richtig gute Stage, für mich die beste, die ich je gefahren bin. Ich glaube 12. aber von der Zeit her endlich mal dran an den Jungs, in dem Ziel und ist noch hell, auch schön, nicht dunkel. Es hat richtig Spaß gemacht, viel gelernt heute, habe neue Reifen probiert zum ersten Mal, die richtig gut gehen und ja. Wie sieht es aus mit der Leistung? Ihr hattet ja Leistungsprobleme, konnten die vollständig behoben werden? Ja, jetzt vollständig behoben. Turbo funktioniert wieder, anderes Steuergerät auch wieder drin, das wir vorher hatten. Läuft also, das Auto hat perfekt gelaufen, von Anfang bis Ende. Was war heute so Topspeed, die ihr gefahren seid? Also Top 135. Dann ist du musst lupfen. Okay. Ja, ja. Super, dann weiterhin viel Erfolg. Danke dir. Die beiden Minis von X-Raid sind zurück. Jetzt fangen die Mechaniker an zu arbeiten. Generell ist mir aufgefallen, dass da sehr stark an den Dämpfern gearbeitet wird. Vielleicht werden die prophylaktisch ersetzt. Ich habe es ja schon mal erwähnt, aber steht zwar Mini drauf, aber ist Maxi. Ist ein riesengroßes Fahrzeug. Ich weiß gar nicht, ob das so rüberkommt. Ja, vielleicht mit den Leuten dazu schon. Sehr spannend, wie jeweils da gearbeitet wird. Hier auch komplett ruhig. Bei anderen Teams ist teilweise mehr Hektik drin. Aber es ist bemerkenswert, hier zuschauen zu können. Die Rallye geht langsam zu Ende.
und unsere Vorräte auch. Aber für so einen kleine Zwischenmahlzeit reicht es noch, wenn sie ankommen. Ein Blick in unsere Chaos-Küche, Werkbank, Meetingraum, alles. Also wir gewinnen nicht den Preis für die beste Ordnung. Hallo, die 10. Etappe liegt hinter uns. Wiederum eine sehr, sehr schwierige Etappe, bunt gemixt mit Steinen, Spitzensteinen, tiefem Sand, Dünen. Einmal haben wir uns auch sauber festgefahren in einem Wadi, konnten uns aber mehr oder weniger aus eigener Kraft befreien, sind vielleicht 500-600 Meter rückwärts gefahren, bis wir irgendwann wieder etwas festeren Sand hatten und dann konnte man durchs Wadi quer durchfahren, auf der anderen Seite entlang und somit ja, sind wir ohne größere Probleme rausgekommen. Die Etappe selbst lief heute sehr, sehr gut für uns. Wir sind in der Tageswertung auf Platz 25. Haben wir nicht damit gerechnet, weil uns in einem Test das Programm ausgefallen ist und da sind wir wirklich 100% nach Gefühl gefahren, aber scheinbar war das Gefühl heute nicht so schlecht. Insgesamt sind wir auf Platz 46 inzwischen wieder nach vorne und in der LKW-Wertung auf Platz 6. Ist super für uns. 15 LKW sind gemeldet. Wir sind absolute Rookies und von daher sind wir sehr, sehr zufrieden. Konzentriert war ich heute zur Hälfte auch noch auf meinen Zahn. Der ist mir nämlich gestern beim Abendessen dummerweise in der Mitte auseinandergebrochen. Und jetzt gilt es, alles daran zu setzen, dass die Füllung nicht rausgeht. Der Zahn selber ist locker, also die eine Hälfte, die innere. Und jetzt arbeiten wir gerade mit Correga oder wie auch immer das Ding heißt, mit Haftcreme für die dritten Zähne. Hilft ganz gut. Wir müssen halt alle 1,5 Stunden, 2 Stunden mal irgendwo halten und ich muss wieder ein bisschen was reinspielen. Aber wir werden die Tage hoffentlich so überstehen, dass ich dann am Montag bei uns zum Zahnarzt gehen kann. Ansonsten hoffen wir, dass unser Manni durchhält, dass mein Zahn durchhält, dass wir durchhalten. Morgen die letzte richtige Wertungsprüfung. Der letzte Tag ist dann ja, überschaubar. Aber morgen geht es nochmal in einen relativ langen Navi-Test in den Dünen. 2 Regularity-Tests, einer überschaubar mit 40, einer ein bisschen über 80. Und danach haben wir aber dann noch über 200, ich glaube an die 280 Kilometer Überführung bis nach Janbu runter. Das ist immer etwas unangenehm, wenn man den ganzen Tag schon im LKW gesessen ist, einen Haufen Prüfungen hinter sich hat, aber hilft nichts. Wir wollen ja alle nach Janbu kommen und von daher bleibt dran, hört uns wieder und schaut vorbei. Ciao! Ist kaputt? Ja, die ganze Fassung da innen, schau, ist rausgegangen. Ist fest. Kontrollierst du nur was, oder? Bisher meines Lenkrad steht ein bisschen schiefer als sonst. Und der hat irgendein Geräusch noch da. Da habe ich mal die ganzen Lenkstangen geschaut, jetzt schaue ich noch die Radlager. Okay. Dann hoffen wir mal, dass alles gut ist. Heute mal ein bisschen mehr als nur Scheiben reinigen und Luftfilter ausblasen. Die Lenkung ist etwas schief und jetzt kontrolliert Matze, ob da etwas lose ist. Und wir waren auch auf der Suche nach einer Schraube in einer sehr für mich großen Dimension und danke an unsere Nachbarn aus Holland, die haben uns da eine große und dicke Schraube geben können. Als Gegenzug habe ich dann Schokolade vorbeigebracht. Das ist ein italienisches Team, sehr erfolgreich, das Auto in der Mitte, da im Hintergrund. Der fährt aktuell auf Platz 2. Der da die 728 ist, glaube ich, Platz 11.
betanken da übers Dach. Die hatten mal keinen Sprit und Daniel Vetter hat dann mit dem Kanister Benzin geholt oder Diesel, weiß nicht was es ist, und dann haben die das über das Dach befüllt. Und wie gesagt, der aktuell Rang 2. Robert, diese Aufnahme ist für dich. Du hast mich ja gefragt wegen diesem Stromaggregat. Ich habe es nicht gefunden. Aber es steht hinter jedem Camper bei Honda steht einer. Also die sind da aktiv im Einsatz. Die sind mit wenig Licht zufrieden. Ist mir schon mehrfach aufgefallen. Kein Zelt, ist ja noch okay, aber kein Licht. Das Auto von Nasser bereits verladen. Der fährt morgen vielleicht schon direkt an den Hafen, nicht mehr im Einsatz. In den Kommentaren wurde noch gefragt, was meine persönliche Meinung ist, dass Nasser die Dakar verlassen hat, die Dakar beendet hat. Grundsätzlich ist es vermutlich von außen betrachtet generell schwierig, so etwas zu beurteilen. Ich bin der Meinung, ich war überrascht von der Reaktion von Nasser. Ich hätte ihn nicht so eingeschätzt, sondern dass er es durchzieht, auch wenn das Auto von der Qualität her nicht das ist, was er sich wünscht. Dass der Hunter von ProDrive aber nicht ein Toyota ist, der über Jahre hinweg über so viele Kilometer getestet worden ist, getestet in Rennen. Ich denke, das hätte er wissen müssen, und gerade in 2025, wo er dann mit Dacia fährt, meiner Meinung nach lässt er sich wieder auf eine selbe Situation ein. Die müssen ein Auto auch entwickeln, das braucht viele Renneinsätze, es geht nicht nur alles auf Teststrecken, sondern es braucht Renneinsätze und das braucht einfach Jahre Zeit. Aber ich hoffe, dass sich die Situation mit BRX und Nasser sich wieder beruhigt, wenn die Wogen wieder geglättet sind, und schade ist er nicht mehr im Camp. Die Nummer heute für die Verlosung der 6 signierten Caps ist die Nummer 10 von der Reihe 10. Das heutige Video geht zu Ende. Für uns sehr spannend, dass wir heute das bei X-Raid anschauen konnten und auch euch zeigen können. Dafür ein herzliches Dankeschön an Peter von X-Raid, der uns das ermöglicht hat. Morgen geht es für uns weiter nach Jambu, die letzte Station, und dann Freitag ist die Zieleinfahrt und dann geht es uns am Samstag bereits wieder nach Hause. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, liked es bitte, hinterlasst doch einen Kommentar, und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert bitte unseren Kanal. In der Zwischenzeit wünsche ich euch eine gute Zeit. Wir sehen uns morgen. Ciao.